Kapitel 1 Ein Tag auf dem Markt. Hallo, mein Name ist Emma und ich lerne heute Deutsch. Ich möchte dir eine kleine Geschichte über meinen Tag auf dem Markt erzählen. Du kannst sie lesen und mit mir lernen. Es ist ein sonniger Tag und ich beschließe, den Markt zu besuchen. Der Markt ist sehr belebt, voller Leute, die reden und einkaufen. Ich sehe viele bunte Früchte, frisches Gemüse und schöne Blumen. Der Geruch von frischem Obst macht mich glücklich. Ich möchte Äpfel kaufen, also gehe ich zu einem Obststand. Eine Frau steht dort. Ich lächle sie an und sage: Hallo! Wie viel kosten die Äpfel? Sie lächelt zurück und sagt: 1 € pro Apfel. Ich nehme 3 Äpfel und gebe ihr 3 €. Sie gibt mir die Äpfel und etwas Kleingeld. Dann sehe ich einen Mann, der Rosen verkauft. Er hat viele Farben. Ich frage ihn: Hallo, wie viel kostet eine Rose? Er antwortet: 2 €. Ich kaufe eine rote Rose, weil ich Rosen liebe. Ich gehe weiter über den Markt und schaue die Stände an. Manche Leute kaufen Lebensmittel, andere nur Blumen. Ich rede mit Verkäufern. Ich höre zu und versuche, die Wörter auf Deutsch zu verstehen. Es ist nicht einfach, aber ich mache weiter. Ich fühle mich glücklich, weil ich mein Deutsch übe. Der Markt ist ein guter Ort, um neue Wörter und Sätze zu lernen. Ich denke, ich komme wieder hierher. Das ist mein Tag auf dem Markt. Ich habe mein Deutsch geübt und neue Wörter gelernt. Kapitel 2 Ich treffe meine Freundin. Am nächsten Tag stehe ich früh auf. Die Sonne scheint und ich bin aufgeregt. Ich werde meine Freundin Sophie treffen. Sophie kommt aus Kanada und sie lernt auch Deutsch. Wir lernen gerne zusammen. Nach dem Frühstück esse ich Eier, Brot und trinke Orangensaft. Ich ziehe meine Schuhe an, nehme meine Tasche und gehe aus dem Haus. Ich laufe zur Bushaltestelle. Der Bus kommt schnell und ich steige ein. Ich sitze am Fenster, weil ich gerne die Stadt sehe. Wenn der Bus an meiner Haltestelle ankommt, steige ich aus und gehe zum Café. Dort will ich Sophie treffen. Sophie sitzt schon am Tisch mit einer Tasse Kaffee. Sie lächelt und sagt: Hallo Emma. Ich lächle und sage: Hallo Sophie. Wir reden über unser Leben. Sophie erzählt mir von ihrer Familie in Kanada. Ich erzähle auch von meiner Familie. Wir sind uns einig, dass es wichtig ist, jeden Tag Deutsch zu üben. Sophie sagt: Tägliches Üben ist der beste Weg, um zu lernen. Nach einer Weile gehen wir in den Park. Das Wetter ist schön und der Park ist voller Leben. Die Leute gehen spazieren, machen Sport und genießen die Sonne. Sophie und ich setzen uns auf eine Bank und sprechen auf Deutsch. Wir versuchen, die neuen Wörter zu benutzen. Manchmal wissen wir ein Wort nicht. Dann helfen wir uns gegenseitig. Sophie fragt: Wie sagt man das auf Deutsch? Ich helfe ihr. Und sie hilft mir auch. Zusammen lernen macht Spaß. Später machen wir einen Spaziergang im Park. Wir sehen schöne Blumen und einen Brunnen. Sophie macht ein Foto von einer Rose. Sie sagt, sie ist wunderbar. Ich stimme zu. Ja, sie ist sehr schön. Am Ende des Tages sind wir beide glücklich. Ich bin froh, weil ich mein Deutsch geübt habe und einen schönen Tag mit Sophie hatte.
Zu Hause schreibe ich die neuen Wörter auf. Das Schreiben hilft mir, mich zu erinnern. Ich schaue auch ein kurzes Video auf Deutsch, um mein Hören zu verbessern. Mit jedem kleinen Schritt werde ich besser in Deutsch. Kapitel 3: Ein Museumsbesuch. Am nächsten Morgen ist es wieder sonnig. Ich stehe früh auf und freue mich sehr. Sophie und ich gehen in ein Museum. Ich liebe Museen, weil sie ruhig sind und ich dort viel lernen kann. Ich steige in den Bus, setze mich ans Fenster und schaue auf die lebendige Stadt. Als ich am Museum ankomme, wartet Sophie schon. Sie winkt mir zu und sagt: „Hallo Emma." Ich lächle und antworte: „Hallo Sophie." Wir gehen hinein und beginnen mit der Erkundung. Der erste Raum hat schöne Gemälde, einige sind sehr alt, andere modern. Ein Bild von einem Sonnenuntergang zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Die Farben sind hell und warm. Sophie sagt, es sei toll. Ich stimme zu, ja, es ist sehr schön. Im nächsten Raum sehen wir Skulpturen. Manche zeigen Menschen, andere Tiere. Sophie zeigt mir eine Skulptur von einer Frau und sagt: „Schau dir diese an, sie ist unglaublich." Ich sage ihr, dass ich die Gemälde mag, und sie sagt, sie bevorzugt die Skulpturen. Wir werden hungrig und gehen ins Museumscafé. Sophie bestellt ein Sandwich und ich einen Salat. Beim Essen reden wir über unsere Familien, unsere Hobbys und unsere Träume. Sophie sagt, sie möchte in Paris Kunst studieren. Ich sage, dass ich nach Frankreich reisen und fließend Deutsch sprechen möchte. Bevor wir gehen, besuchen wir noch einen Raum. Dort sehen wir Objekte aus verschiedenen Ländern, wie afrikanische Masken, chinesische Keramik und indische Kleidung. Sophie und ich bewundern die Muster und Farben. Ich sage, sie sind schön, und Sophie stimmt mir zu. Dann ist es Zeit zu gehen. Wir gehen zur Bushaltestelle. Im Bus fühle ich mich glücklich und stolz, weil ich mein Deutsch geübt habe. Ich habe neue Wörter gelernt und einen wunderbaren Tag mit Sophie gehabt. Zu Hause schreibe ich meinen Tag in mein Notizbuch. Das Schreiben hilft mir, mich an Wörter wie Skulptur, Malerei und Maske zu erinnern. Danach schaue ich ein kurzes Video auf Deutsch, um mein Hören zu üben. Jeder kleine Schritt hilft mir, besser zu lernen. Deutsch lernen ist eine Reise und ich genieße jeden Moment. Morgen will ich mich wieder mit Sophie treffen, um mehr zu üben. Ich kann es kaum erwarten, denn jeder Tag ist eine Chance. Kapitel 4: Ein besonderer Tag. Am nächsten Morgen stehe ich früh auf und bin glücklich, denn heute ist ein besonderer Tag. Ich besuche eine Freundin, die ich im Unterricht kennengelernt habe. Sie heißt Sophie und kommt aus Kanada. Wir lernen zusammen Deutsch. Heute hat sie mich zu sich nach Hause eingeladen. Zum Frühstück esse ich Toast mit Marmelade und trinke eine Tasse Tee. Danach mache ich mich fertig, ziehe meine Schuhe an und nehme meine Tasche. Ich gehe zur Bushaltestelle. Der Bus kommt schnell und ich setze mich ans Fenster. Ich sehe die Straßen voller Menschen. Einige gehen schnell, andere langsam. Manche telefonieren, andere hören Musik. Die Fahrt dauert nur 15 Minuten und bald komme ich bei Sophie an.
Ihr Haus liegt in einer ruhigen Gegend mit vielen Bäumen. Ich klopfe an die Tür. Sophie begrüßt mich mit einem Lächeln. »Hallo Emma, komm rein«, sagt sie. Ich antworte, »Hallo Sophie, danke für die Einladung.« Sie zeigt mir ihr Haus. Das Wohnzimmer ist hell und groß, mit Sesseln, einem Tisch und vielen Fotos. Ein Foto fällt mir auf. Es zeigt Sophies Familie. Ich frage, ob das ihre Familie ist. Sie nickt und sagt, »Ja, hier sind meine Mutter, mein Vater und mein Bruder.« Ich bewundere das Foto, sie sehen sehr glücklich aus. Dann gehen wir in die Küche. Sophie macht uns Kaffee. Ich sage Danke, ich mag Kaffee. Wir setzen uns an den Küchentisch und reden. Wir sprechen über unser Studium. Ich sage, dass ich besser Deutsch sprechen möchte. Sophie sagt, dass sie auch nach Deutschland reisen möchte. Ich sage, ich will Berlin besuchen und fließend Deutsch sprechen. Unser Gespräch ist angenehm. Sophie ist nett und freundlich und ich fühle mich wohl. Nach dem Kaffee schlägt Sophie vor, in den Park zu gehen. Die Sonne scheint und der Park ist voller Leben. Manche Leute sitzen auf Bänken, andere gehen spazieren, Kinder spielen. Wir setzen uns auf eine Bank und sprechen weiter auf Deutsch. Manchmal wissen wir ein Wort nicht. Dann helfen wir uns gegenseitig. Sophie sagt, sie möchte mehr Wörter lernen. Ich stimme zu. Das Lernen neuer Wörter hilft uns sehr. Wir sprechen über unsere Lernmethoden. Sophie hört deutsche Lieder und schaut Filme. Ich lese Bücher und schaue auch deutsche Filme. Wir sind uns einig, dass tägliches Üben wichtig ist. Später machen wir einen Spaziergang im Park und bewundern die bunten Blumen. Sophie sagt, sie liebt Blumen, sie sind so schön. Ich stimme zu. Am Nachmittag gehen wir zurück zu Sophie. Wir sind müde, aber glücklich. Ich danke ihr für den schönen Tag. Danke, Sophie, sage ich. Ich hatte eine sehr schöne Zeit. Sie antwortet, es war schön, Zeit mit dir zu verbringen. Auf dem Heimweg denke ich über den Tag nach. Ich bin stolz, dass ich mit Sophie Deutsch geübt habe. Zu Hause schreibe ich die neuen Wörter in mein Notizbuch. Blumen, Park, Café und Bank. Wenn ich sie aufschreibe, kann ich sie besser behalten. Bevor ich schlafen gehe, schaue ich noch ein kurzes Video auf Deutsch. Ich verstehe nicht alles, aber ich bin stolz auf meine Fortschritte. Ich freue mich auf morgen, auf einen weiteren Tag zum Üben. Kapitel 5 Ein Besuch im wunderschönen Garten. Der Morgen ist ruhig. Ich stehe früh auf und bin aufgeregt. Ich will einen neuen Ort besuchen, den unser Lehrer erwähnt hat. Es ist ein schöner Garten, in dem wir Deutsch üben können. Ich liebe Deutsch und möchte mehr lernen. Nach einem einfachen Frühstück mit Brot, Butter und Tee ziehe ich mich an und gehe zur Bushaltestelle. Ich bin etwas nervös, den Garten zu finden, aber meine Freude ist größer. Die Busfahrt ist lang, aber friedlich. Ich schaue aus dem Fenster auf die lebendige Stadt. Dann komme ich an. Nach einem kurzen Weg an Geschäften und Häusern vorbei, folge ich den Anweisungen meines Lehrers. Am Eingang steht ein großes Tor mit vielen bunten, duftenden Blumen. Im Garten wachsen hohe Bäume, viele Blumen und auch Bananenstauden. Die Luft ist frisch, die Vögel singen hell.
Ich fühle Ruhe und Harmonie. Ich sehe meine Klassenkameraden auf einer Bank. Sie winken mir zu und ich setze mich zu ihnen. Unsere Lehrerin begrüßt mich freundlich. Hallo Emma, schön, dass du da bist. Danke, Lehrerin, ich freue mich auch, sage ich. Die Lehrerin beginnt mit der Lektion. Wir sollen beschreiben, was wir sehen. Ich sehe viele Blumen und bewundere die leuchtenden Farben. Sarah sagt, sie sieht Bäume. Einige sind groß, andere klein. Wir sprechen über die Natur. Dann reden wir über Tiere. Sophie sieht einen Vogel und ein Mitschüler bemerkt ein Eichhörnchen. Es läuft schnell über den Rasen. Unsere Lehrerin bittet uns, auf Deutsch über unsere Beobachtungen zu sprechen. Danach gehen wir zu zweit durch den Garten und üben. Sophie und ich sprechen über unsere Lieblingsblumen und Tiere. Sie liebt Rosen wegen des Duftes. Ich mag Vögel. Ich bewundere ihre Freiheit und ihren Flug. Das gemeinsame Üben macht Spaß und wir lernen neue Wörter. Nach einem ruhigen Spaziergang treffen wir uns wieder. Wir erzählen, was wir gelernt haben. Die Lehrerin lobt uns für unsere Mühe. Ich bin stolz auf meinen Fortschritt. Es ist Zeit zu gehen. Ich bedanke mich bei der Lehrerin und bei meinen Mitschülern. Der Tag war sehr wertvoll. Auf dem Heimweg denke ich über die neuen Wörter nach. Eichhörnchen, Baum, Vogel und Blume. Zu Hause schreibe ich den Tag in mein Notizbuch. Dann schaue ich ein kurzes Video auf Deutsch. Ich verstehe nicht alles, aber ich werde jeden Tag besser. Es war ein weiterer Schritt auf meinem Weg mit Deutsch. Ich freue mich schon auf morgen. Kapitel 6 Ein besonderer Tag. Heute ist ein besonderer Tag für mich. Ich stehe früh auf, denn ich habe große Pläne. Ich will die Bibliothek besuchen. Meine Deutschlehrerin sagt, die Bibliothek ist gut zum Lernen. Ich möchte Menschen finden, die mir beim Deutschlernen helfen. Ich bin aufgeregt, weil ich lesen liebe. Zum Frühstück esse ich Haferflocken mit Obst. Das ist gesund und gibt Kraft. Danach ziehe ich ein bequemes T-Shirt und Jeans an. Ich nehme meine Tasche und gehe zum Bus. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint, der Himmel ist klar. Bald kommt der Bus. Ich steige ein und sitze am Fenster. Ich mag den Blick auf die Stadt. Ich beobachte die Leute auf der Straße, einige eilen, andere gehen langsam. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Der Bus hält. Ich steige aus und gehe zur Bibliothek. Das Gebäude ist groß und hat viele Fenster. Ein Schild sagt, Öffentliche Bibliothek. Ich bin gespannt und gehe hinein. Ich sehe viele Regale mit Büchern zu vielen Themen. Es wirkt wie eine Schatzkiste. Ich gehe zur Theke und spreche mit der Bibliothekarin. Hallo, können Sie mir Bücher zum Deutschlernen zeigen? Die Bibliothekarin lächelt. Natürlich, bitte folgen Sie mir. Sie führt mich zu einer Abteilung mit Deutschbüchern. Es gibt Bücher für Anfänger und für Fortgeschrittene. Ich wähle ein Buch mit dem Titel Deutsch für Anfänger. Es hat einfache Wörter und Bilder. Die Bibliothekarin sagt, es ist gut für den Start. Es hilft beim Wortschatz. Ich bedanke mich und nehme das Buch. Ich suche einen ruhigen Platz am Fenster und beginne zu lesen.
Das erste Kapitel ist über Begrüßungen. Ich lerne Wörter wie Hallo und Danke. Ich schreibe die Wörter in mein Notizbuch. So merke ich sie mir. Nach einer Weile mache ich eine Pause. Ich gehe ins Café der Bibliothek und kaufe Tee. Ich setze mich und denke über das Gelernte nach. Ich bin stolz, denn mein Deutsch wird jeden Tag besser. Danach lese ich weiter. Die Geschichten sind einfach, aber lustig. Eine Geschichte handelt von einem Mädchen in Berlin. Es probiert deutsches Essen. Ich mag diese Geschichte. Ich stelle mir vor, selbst nach Deutschland zu reisen. Später werde ich müde und beschließe zu gehen. Ich leihe das Buch an der Theke aus. Die Bibliothekarin sagt, ich hoffe, es gefällt dir. Komm gerne wieder. Ich bedanke mich. Im Bus nach Hause schaue ich aus dem Fenster. Ich denke an die neuen Wörter. Zu Hause schreibe ich sie in mein Notizbuch. Die Wörter sind Hallo, Danke und Berlin. Ich bilde Sätze. Hallo, ich heiße Emma. Danke für die Hilfe. Berlin ist eine schöne Stadt. Vor dem Schlafen schaue ich ein kurzes Video auf Deutsch. Es ist nicht leicht, aber ich verstehe einige Sätze. Ich wiederhole die Wörter laut. Ich bin stolz, denn ich mache jeden Tag Fortschritte. Ich denke an den Tag. Er war gut. Ich habe neue Wörter gelernt, gelesen und geübt. Ich freue mich auf morgen. Deutsch lernen ist eine Reise und ich bleibe dabei. Kapitel 7: Ein Tag Deutsch. Ich wache früh auf. Ich bin aufgeregt, denn ich habe viel vor. Ich möchte Deutsch üben, Sophie treffen und einen neuen Ort besuchen. Ich frühstücke Toast mit Butter und ein hart gekochtes Ei. Ich trinke Orangensaft, das gibt mir Energie. Danach ziehe ich die Schuhe an, nehme die Tasche und gehe los. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint. An der Haltestelle sehe ich Sophie. »Hallo Emma«, sagt Sophie und lächelt. »Hallo Sophie«, antworte ich. Der Bus kommt, wir steigen ein. Wir sitzen zusammen und sprechen über Deutsch. Ich lerne gern Deutsch, aber es ist manchmal schwer, sagt Sophie. Ich nicke, ja, aber wenn wir täglich üben, werden wir besser. Sophie lächelt. Du hast recht. Lass uns weiter üben, sagt sie. Der Bus fährt durch die Stadt. Nach einer Weile hält er. Ich winke Sophie zu und gehe zum Markt. Ich liebe den Markt, weil er bunt und lebhaft ist. Ich will dort Deutsch sprechen. Am ersten Stand sehe ich frisches Obst. Der Verkäufer lächelt. Hallo, wie kann ich helfen? Hallo, ich möchte Äpfel kaufen, sage ich. Wie viele? Fragt er. Einen Moment, 2 Äpfel bitte, sage ich. Der Verkäufer legt die Äpfel in eine Tüte. Ich bezahle und sage Danke. Ich gehe weiter zum Gemüsestand und frage nach Tomaten und Karotten. Die Verkäuferin hilft freundlich. Ich freue mich, denn ich spreche Deutsch mit den Leuten. An einem Blumenstand frage ich, wie viel kosten die Rosen? 3 Euro pro Stück, antwortet die Verkäuferin. Ich wähle rote Rosen und sage Danke. Nach den Einkäufen setze ich mich auf eine Bank. Ich bin stolz, denn ich habe mit mehreren Menschen Deutsch gesprochen. Am Anfang war ich nervös. Jetzt fühle ich mich sicherer. Ich trinke Wasser
und schaue meine Einkäufe an. Äpfel, Tomaten, Karotten und Rosen. Ich bin froh, denn ich lerne jeden Tag. Nach einer kurzen Pause fahre ich mit dem Bus nach Hause. Zu Hause schreibe ich die neuen Wörter auf. Apfel, Tomate, Karotte, Rose. Ich bilde Sätze. Ich habe Äpfel gekauft. Tomaten sind rot. Karotten sind gut für die Gesundheit. Rosen sind schön. Später schaue ich ein Video auf Deutsch über Einkaufen. Ich höre gut zu und wiederhole die Wörter. Ich fühle mich gut, denn ich übe und werde besser. Vor dem Schlafen denke ich an den Tag. Ich bin stolz, weil ich auf dem Markt Deutsch gesprochen habe. Ich habe neue Wörter gelernt und mehr Selbstvertrauen. Ich lächle und plane den nächsten Tag. Jeder Tag bringt neue Chancen, Deutsch zu lernen und zu üben. Schritt für Schritt komme ich meinem Ziel näher, fließend Deutsch zu sprechen.